Hallo, herzlich willkommen zu von Start bis Play Store, ein komplettes Android-Game von Anfang bis Ende. Ich hätte zu Beginn eine kleine Bitte, und zwar so einen praktischen Kurs zu machen. Macht natürlich einigen Aufwand. Mir macht das natürlich auch Spaß, sonst würde ich es gar nicht machen. Aber es wäre schön, wenn sich es irgendwann auch mal auszahlen würde. Deshalb müssen wir ein bisschen den Algorithmus bedienen, also ihr, indem ihr mal ein Abo und ein Like da lasst. Das wäre toll. Vielen Dank. Wir legen los. Diesmal wollen wir, dass unsere Drehzahlanzeige was anzeigt. Also, das heißt, beim letzten Mal haben wir ja gemacht, dass wir hier mit den Button fahren können, mit der Gas und Bremse, also nicht mehr nur mit dem Controller. Also ich fahre nochmal kurz. Also mal hier drücken und rückwärts. Jetzt lege ich mich fast hin. So. Und dann war es so, dass wir das so gemacht hatten, dass wir hier umstellen können dann per Enum zwischen Controller und Touch Input, dass nachher der Benutzer über das Menü dann einstellen kann, was er machen will, ob er hier das Touch haben will oder Controller. Wenn er Controller wählt, dann ist die Bremse und das Gas ausgeblendet. So, jetzt wenn wir hier die Anzeige zum Drehen bringen, machen wir ein Skript, C#-Skript, vielleicht analog, Display. Das gilt dann sowohl die Klasse also für dieses Umdrehung hier oder für Boost oder auch vielleicht sogar für eine Geschwindigkeitsanzeige dann später noch. Im Moment haben wir die ja nicht. Jetzt müssen wir mal überlegen, was brauchen wir alles für diese Anzeige, für diese Tachonadel oder Drehzahlenanzeigenadel. Ja? Zuerst mal brauchen wir auf jeden Fall so einen Nullpunkt. Also da, wo die Nadel quasi stehen soll, wenn sie nicht von außen bewegt wird. Nehmen wir das mal. Machen wir eine Private, beziehungsweise ich mache das meistens nicht, dass ich die hier, weil Default ist ja Private. Also ein Float, nenne ich das mal Zero Angel und dann brauchen wir noch ein Float Max Angel und ein Float Max Value, also der maximale Wert, der angezeigt werden soll, angezeigt werden kann. So, und jetzt können wir hier noch ein Display Value dazu machen. Also das ist dann der Anzeigewert selbst. Und diese drei hier, die würde ich mal rausbringen zum Editor, also zum Inspektor zum Einstellen. Und zwar mache ich das mit Serialize Field. Also ich nehme Serialize Field, weil Public ist ja einfach nicht notwendig. Ich werde in der nächsten Folge, werde ich darauf nochmal eingehen oder vielleicht eine ganze Folge machen, wo ich nochmal auf diese Geschichte mit COS Field, Kapselung, Public oder nicht Public, Properties und so weiter mal eingehe, weil das ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte. Jetzt machen wir es erstmal so hier, also ich nehme Serialize Field. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wir wollen jetzt quasi diesen Display Value da, der wird ja jetzt angezeigt, den müssen wir uns also irgendwie errechnen. Zuerst mal können wir uns hier eine Methode machen, wo der Value, dieser Display Value dann von außen gesetzt werden kann. Also public, void set value nenne ich das jetzt einfach mal und übergeben wird. Load Parametervariable var. Und jetzt ist Display Value gleich Value, ne? Oder Val meine ich. So, dann müssen wir im Update das ja irgendwie anzeigen, das Ganze. Ich würde das deshalb im Update machen. Ich würde es jetzt hier, obwohl natürlich dieser Wert von außen ja wahrscheinlich ständig neu abgedatet wird, weil der kommt ja von Motor, das trotzdem hier ins Update nehmen, weil so hätte man auch die Möglichkeit, das irgendwie noch verzögert anzuzeigen und so. Da müssen wir nochmal gucken dann. Jetzt ist es so, jetzt machen wir einfach Transform, also dieses Skript kommt dann auf die Tachonadel, ist gleich Quaternion, Punkt Euler und dann haben wir ja 0, 0 und das Z müssen wir verändern, damit die Drehung angezeigt wird oder sich verändert. Und das wäre dann unser Display Value, aber den müssen wir jetzt erst noch ins Verhältnis bringen mit der maximal angezeigten, also mit dem Range des Ausschlags, der möglich ist und so weiter. Also wir hatten ja hier schon
Zero Angel, Max Value. Und jetzt müssen wir uns den jeweiligen Wert erstmal ausrechnen. Und dann machen wir uns hier unten nochmal eine Methode hin, die Float als Rückgabewert hat. Get Rotation würde ich sie nennen. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns erstmal noch eine lokale Variable. Das macht sich dann mal ein bisschen leichter mit dem Denken, wenn man da so mal ein paar Zwischenstücken macht und das nicht direkt jetzt ausrechnen, was auch ginge, natürlich. So, also Total Angel, unsere lokale Variable, ist gleich Zero Angel, also dieser Nullpunkt. Max Angel minus Zero Angel. So, dann der Wert, Float Value, der ist gleich Display Value durch den Maximalwert. Und jetzt gehen wir zurück, den Nullpunkt, also den Nullwert, Zero Angel minus Value mal den Gesamtmöglichen. Dann haben wir das. Jetzt brauchen wir natürlich hier für Z, können wir jetzt Get Rotation. Bis hierher, da werden wir bestimmt noch irgendwas verfeinern, verändern müssen. Aber bis hierher würde ich das mal einfach testen jetzt. Also zuerst müssen wir natürlich den Wert noch setzen hier mit setValue. Und da gehen wir mal in den Truck-Controller rein und gucken mal. Da würde ich einfach hier sagen, wenn dem Motor die Bewegung zugewiesen wird. Und dann machen wir uns hier noch ein Feld, auch Serialized. Und einmal der Drehzahlmesser. Und dann können wir auch gleich noch den Boost mitmachen, wenn wir schon mal hier sind. Und jetzt sagen wir hier natürlich rpm.setValue, also Drehzahlmesser.setValue, und wir nehmen den Wert Movement. So, dann gehen wir mal zurück ins Analogdisplay. Da wäre nämlich noch sinnvoll, hier was zu tun. Und zwar nehmen wir den Wert hier nur an, wenn er nicht größer als der Maximalwert ist, natürlich. Und nicht kleiner als 0. Also if var, dann ist DisplayValue gleich var. Jetzt müssen wir natürlich in Unity das Skript noch zuweisen. Und zwar müssen wir da in den Truck, ich würde auch gleich ins Prefab gehen, damit das nachher dann, wenn wir den Truck dann als Prefab dann reinbringen, mehrmals vielleicht, dass das dann immer alles gleich ist. Also gehen wir hier auf RPM und da auf die Tachonadel und da ziehen wir jetzt unser Analog-Display-Skript drauf. So, das Zero Angel können wir mal lassen auf 0, dann sagen wir mal vielleicht, das wären 180. Sagen wir mal 160. Und Max Value. Schauen wir noch mal kurz in das Chassis, was da der Maximalspeed ist hier vom Motor. 300. Setzen wir das mal auf 350. So. Jetzt gucken wir mal. Und da hat er noch ein Problem. Schauen wir mal. RPM Set Value. Achso, da ist nicht zugewiesen. Müssen wir hier in Chassis reingehen, natürlich. Und da noch diese Taronadel reinziehen von dem Drehzahlmesser und vom auch gleich. Aber das geht noch nicht, weil da eben das Skript noch nicht drauf ist. Da müssen wir jetzt zuerst noch das Analog-Display darauf ziehen. Und jetzt können wir es dann hier zuweisen. Gut, starten wir mal. So, sehen wir, das funktioniert soweit, aber jetzt ist halt hier 0 Animation, ne? Und das ist das, was ich meinte, dass das natürlich ein bisschen doof ist. Also erstmal müsste es auch so sein, dass jetzt hier, wenn ich hier aufs Gas gehe, dass nicht die 1 sofort beim Motor ankommt, also das heißt, der gleich voll durchdreht. Das ist ja in der Praxis in echt auch nicht so, da gehe ich ja auch nicht auf Vollgas.
Und mit dem Controller hat man halt die Möglichkeit gehabt, erstmal sacht anzufahren und dann nachher auf Vollgas zu gehen. Hier mit dem Button haben wir diesen Unterschied nicht. Das müssen wir also sowieso noch regeln, dass das langsamer vonstatten geht, ein bisschen wenigstens. Aber noch eine andere Sache ist, und zwar können wir hier auch sowieso noch eine Verzögerung reinbringen. Ja? Also dass die Nadel nicht sofort ihre Position verändert, sondern da so eine Animation quasi geschieht. So, wie machen wir das am besten? Wie kriegen wir das jetzt hin, dass das ein bisschen animiert? Also als erstes würde ich sagen, machen wir uns mal überhaupt erstmal so einen Animation Speed, sag ich mal. Den können wir auch noch draußen bringen. Und dann kriegen wir das mit Quaternion Lerp hin. Lerp will jetzt hier, Quaternion.lerp will jetzt hier eine Startrotation und eine Zielrotation, also von welcher zu welcher. Und die, also von ist auf jeden Fall mal ganz klar Transform.Rotation, also die momentane Rotation, die die Nadel jetzt hat. Und hier käme dann die Zielrotation hin und ich würde sagen, da machen wir uns am besten eine Variable, die können wir Target Rotation nennen, also war Target Rotation und dann Quaternion.Euler und das wäre dann 0,0, Get Rotation, also Z. Ne? Z ist von unserer Methode hier unten, die wir uns vorhin gemacht hatten, ne? Die hier, Get Rotation. Und dann müssen wir hier noch angeben, wie stark die Änderung ist, wie viele Schritte bis dahin sein sollen quasi. Und da hatten wir uns ja eben hier das Animation Speed gemacht. Also Animation Speed. Und damit das eine saubere Animation gibt. Wir sind ja hier in der Update-Methode, die ist nicht sicher immer gleichmäßig. Mal Time. Punkt. Delta Time. Dann würde ich sagen, müsste das gehen. Probieren wir mal. Nö. Geht noch nicht. Ja, logisch geht's nicht, ne? Weil hier ist ja 0 Animationsspeed. Setze ich den mal auf 10. Und jetzt geht das. Also jetzt haben wir hier so ein bisschen nicht so eine schlagartige. Und hier ist noch ein bisschen doof bei rückwärts, weil die Drehzahl, die soll ja also gleich sein, egal. Der Motor dreht ja trotzdem nicht in die andere Richtung, nur weil wir rückwärts fahren wollen. Machen wir das, indem wir hier dieses Get Rotation Funktion von Unity mal auf F und Apps, Absolutwert. So, Test. Aha. Das ist jetzt nicht die richtige Richtung, die wir haben wollen. Gut. Minus davor. So, jetzt haben wir es. Vorwärts und rückwärts. Genauso. Oh, das ist schlecht. Okay. Gut, dann haben wir das, dass unsere Anzeige hier vernünftig funktioniert und dreht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die Geschichte mit dem Boost noch, dass der Boost hier auch angezeigt wird. Dazu gehen wir nochmal in unser Track-Controller-Skript. So, dann würde ich jetzt, um das mit dem Boost dann hinzukriegen, würde ich hier noch ein Feld dazufügen und zwar auch Serialize Field und zwar Boost Speed. So. Und dann, ja, und dann können wir noch gucken jetzt, ob dieses Movement, was wir hier oben rechnen aus der Eingabe vom Input und dem maximalen Speed hier, ob das schon Speed ist. Also if Movement größer gleich Speed und wenn das der Fall ist, dann ist Movement gleich Speed plus Boost Speed. So, und dann können wir das hier noch und können wir noch dazu jetzt die Anzeige machen und zwar war das dann Boost.setValue
und das wäre dann Boost Speed. So, jetzt müssen wir natürlich das noch im Editor ein bisschen die Werte anpassen. Gehen wir mal auf die Nadel vom Boost. So, Zero Angel bleibt wieder 0, Max Angel können wir auch auf 160 machen. Und dieses Max Value, da ist jetzt halt die Frage, nehmen wir mal den Maximalwert vielleicht auch auf 300. Das wäre dann also Speed hatten wir da 300 jetzt, plus den Boost. Und dann wären wir bei 600, ja, das müsste ja passen dann so von der Kraft her. So, und dann den Animation Speed hatte ich bei dem anderen auf 10. Das sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und da müssen wir natürlich noch hier bei Chassis, also in unserem Truck-Skript, dieses Boost hinzufügen. Weil das ist jetzt im Moment 0. Dann machen wir jetzt den Boost Speed mal im Moment mal nur auf 100. So, jetzt fahre ich. Ach so, weil sich der Wert jetzt erhöht. Das ist jetzt, also wir haben ja hier dieses Movement angezeigt. Das wird jetzt natürlich entsprechend höher. Da müssen wir noch eine Variable dazwischen machen. Das geht da nicht anders. Machen wir uns hier noch eine Variable dazu. Nennen wir die mal einfach Motorspeed, wie da unten ja auch ist. Dann passt es ja wieder. Motorspeed ist gleich Movement. Und dann, wenn Movement größer gleich Speed ist, dann ist Motorspeed gleich Movement plus Boost Speed. Und Boost Set Value und so weiter ist klar, bleibt genauso. Und hier muss er natürlich dann das Motorspeed rein. So, jetzt müsste es passen eigentlich. Jo. Also jetzt passt das zumindest wieder, dass die Anzeige hier wieder richtig ist. Aber das Boost, das geht nicht zurück auf 0. Und ja, da müssen wir halt jetzt hier dann Rs noch machen. So. Und dann setzen wir den wieder auf 0. So, jetzt sieht man halt den Effekt, dass das da so langsam hochgeht. Nicht so richtig, weil eben hier der Wert schlagartig so hoch geht. Und das ist halt das, was ich vorhin meinte, mit wir müssen wahrscheinlich dann auch noch hier so eine leichte Verzögerung reinbringen, beziehungsweise beim Gaspedal, dass wir es dort machen, weil wir wollen ja diesen Effekt, dass man mit dem Joystick, den man ja alternativ noch benutzen kann zur Steuerung, dann auch langsam anfahren kann. Also würde ich sagen, bringen wir einfach das Gaspedal auf die gleiche Art und Weise, wie so ein Joystick ist. Also nämlich, dass wenn man draufdrückt, dass nicht sofort die 1 kommt, sondern die 1 langsam kommt. Machen wir das mal noch. Dazu müssen wir in das Truck-Input wieder rein. Und hier in der Methode müssen wir jetzt noch irgendwas machen. Müssen wir mal gucken. Ja, da müssten wir noch wahrscheinlich hier mit dem Update was machen. Und zwar setzen wir uns da jetzt einfach eine Variable. Hier oben noch Float, nicht Float, sondern Bool. Bool Gas. Also so würde ich es mal machen. Vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit, aber das ist jetzt das, was mir so gerade hier. Bool Gas ist gleich True. So, also wenn gedrückt wird, dann ist Gas True und wenn losgelassen wird, dann ist Movement Input 0 und Gas ist False. Und hier können wir dann in Update noch was reinnehmen und zwar sagen wir jetzt einfach if Gas, dann Movement Input plus gleich, machen wir uns eine Variable noch, Gaspedal Delay mal Time.DeltaTime, aber dann hier plus. Aber dann auch nur, wenn Movement Input kleiner als 1 ist.
Jetzt brauchen wir natürlich noch dieses Delay da. Ja, legen wir es mal erstmal nach draußen. Können wir mal wegmachen. Serialize Field. Im Objekt. Und dann war das Gas. Pedal. Das war natürlich nicht Game-Objekt hier, sondern Float. Gucken wir mal in Unity rein, was Unity sagt. Jetzt müssen wir natürlich auf das Gaspedal gehen, das die Verzögerung jetzt haben soll. Und da ist jetzt diese Verzögerung. Gut, dann testen wir das Ganze nochmal. Gaspedal-Delay ist jetzt ein bisschen runter. So, und jetzt ist es so, dass es ein bisschen langsamer anfährt und dann danach kommt das Boost rein, wenn es auf Anschlag ist. Also so erstmal würde ich sagen, sieht es so ganz nett aus. Dabei könnten wir es jetzt erstmal belassen. Jetzt wäre noch zu überlegen, ob wir diese Beschleunigung dann auch noch reinbringen, also dieses Verzögern, wenn wir einen Game Controller benutzen. Also nicht nur bei dem Gaspedal, sondern auch beim Controller, dass man auch beim Controller, wenn man mit Einschlag voll drückt auf 1, nicht sofort Vollgas bekommt. Da müssen wir mal gucken. Erstmal würde ich sagen, belassen wir es mal so, wie es jetzt ist. Das passt ja. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und zwar möchte ich beim nächsten Mal darauf eingehen, warum ich immer Serialize Field benutze meistens und nicht Public, wie man es so oft sieht, auch in Tutorials, auch auf YouTube, wird, wenn irgendwas im Inspektor angezeigt werden soll, immer Public gemacht oder oft, nicht immer, aber oft. Und ich möchte mal erklären, warum ich das eigentlich eher selten oder gar nicht mache. Ich habe es am Anfang von diesem Tutorial hier auch mal ab und zu gemacht, aber dann wieder geändert später, weil es eigentlich mache ich es nicht. Ja. Ich wollte am Anfang da niemanden verwirren in den ersten Folgen und habe es mal gemacht, aber eigentlich mache ich es nicht und ich möchte in der nächsten Folge das erklären, warum, was dahinter steckt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.